Mit dem Alter verändert sich vieles: der Körper, das Empfinden, der Lebensrhythmus. Doch eines bleibt gleich wichtig: wie der Morgen beginnt. Viele Menschen über 65 wachen müde auf. Der Rücken schmerzt, die Energie fehlt, der Kopf ist schwer. Und sie sagen sich: naja, das ist eben das Alter. Aber Hand aufs Herz, vielleicht liegt es nicht nur am Alter. Kleine Gewohnheiten, die früher harmlos wirkten, können mit den Jahren leise, aber spürbar an der Gesundheit nagen. Schnell aufstehen, das Frühstück auslassen, noch eine halbe Stunde im Handy verbringen, es scheint unwichtig. Doch genau aus diesen Kleinigkeiten formt sich unser Wohlbefinden für den Tag und mit der Zeit für das ganze Leben. In diesem Video sprechen wir über 8 alltägliche Morgenfehler, die viele ältere Menschen unbewusst machen. Fehler, die das Altern beschleunigen können, die Klarheit des Denkens mindern und sogar Einfluss auf die Lebensdauer haben. Wenn Sie sich in manchen Punkten wiedererkennen, haben Sie keine Angst. Es ist keine Kritik, es ist eine Einladung. Eine Einladung, fürsorglicher mit sich selbst umzugehen. Nicht durch Diäten oder komplizierte Übungen, sondern einfach durch eine neue Art, den Morgen zu begrüßen. Denn Sie verdienen es, mit klarem Kopf, Leichtigkeit und Würde zu leben. Und das beginnt nicht mit Tabletten, nicht mit einem Arzttermin. Es beginnt mit dem Moment, in dem Sie morgens die Augen öffnen. Fehler 1: zu schnelles Aufstehen und fehlender sanfter Start. Aufwachen bedeutet nicht, sich wie ein Lichtschalter einfach einzuschalten. Aufwachen heißt, langsam in den Körper zurückzukehren. Behutsam, respektvoll. Doch viele Menschen tun genau das Gegenteil. Die Augen gehen auf und der Körper schießt sofort aus dem Bett. Gerade nach dem 65. Lebensjahr kann dieses abrupte Aufstehen gefährlich sein. Der Organismus steckt noch im nächtlichen Modus. Der Kreislauf ist noch nicht stabil. Das Blut zirkuliert träge. Muskeln und Gelenke sind noch eingefroren. Was passiert dann? Schwindel, Flimmern vor den Augen, Verlust des Gleichgewichts und bei manchen sogar Ohnmacht oder ein Sturz. Ein Beispiel: Ulrich, 74, hielt sich immer für körperlich fit. Er stand morgens auf, wie er es seit Jahrzehnten gewohnt war, schnell und ohne nachzudenken. Eines Tages verlor er beim Aufstehen das Gleichgewicht und stürzte direkt neben dem Bett. Nichts gebrochen, aber ein heftiger Bluterguss und der Schock blieben. Seitdem beginnt Ulrich den Tag langsamer und sagt selbst: ich bin nicht nur sicherer, ich bin auch ruhiger geworden. Was hilft? Nach dem Aufwachen nicht sofort aufspringen. 2 Minuten ruhig liegen bleiben, tief durchatmen. Sich strecken, mit den Fingern und Füßen bewegen. Dann langsam aufsetzen, die Beine auf den Boden stellen. Und erst dann mit Ruhe aufstehen. Diese einfache Morgenroutine kann Stürze verhindern und das Wohlbefinden verbessern. Denn jeder neue Tag ist wie eine kleine Wiedergeburt. Und keine Geburt beginnt mit einem Sprung. Fazit: Der Körper über 65 ist wie ein feines Instrument. Behandeln Sie ihn mit Achtsamkeit und er wird es Ihnen danken. Behandeln Sie ihn grob und er wird protestieren. Beginnen Sie den Tag nicht mit Eile, sondern mit Bewusstsein. Das ist die erste Form von Fürsorge. Für sich selbst. Fehler 2: Fehler beim Essen und Trinken am Morgen. Viele Menschen über 65 wachen auf und essen nichts. Sie sagen: ich habe keinen Hunger. Ein Kaffee reicht mir, oder morgens ist mir ohnehin schwer im Magen. Aber die Wahrheit ist, auf Essen und Wasser am Morgen zu verzichten, gehört zu den schädlichsten Gewohnheiten im höheren Alter. Nur schwarzer Kaffee? Die Magensäure schießt in die Höhe. Ein trockenes Brötchen oder süßes Gebäck. Der Blutzucker schnellt hoch und fällt dann steil ab. Kein Wasser? Das Blut wird dickflüssiger, das Gehirn langsamer, Gelenke beginnen zu schmerzen. Und jetzt stellen Sie sich vor, das passiert jeden Morgen, über Jahre hinweg. Ein Beispiel:
Helga, 69, begann ihren Tag immer mit Kaffee. Sie verspürte weder Hunger noch Durst. Mit der Zeit bekam sie Magenprobleme, wurde schneller müde, leicht gereizt. Ihr Arzt riet ihr: Trinken Sie morgens ein Glas Wasser und essen Sie etwas Eiweißhaltiges. Schon nach wenigen Wochen war sie selbst überrascht, wie viel klarer, ruhiger und kräftiger sie sich fühlte. Was Sie morgens tun können: Trinken Sie ein Glas Wasser, direkt nach dem Aufwachen. Es regt den Stoffwechsel an, macht das Blut dünnflüssiger und sagt dem Körper: Ich bin wach. Essen Sie etwas Nährendes: ein Ei, Haferflocken, Quark, ein Vollkornbrot mit Käse. Kaffee? Ja, aber erst nach dem Frühstück. Selbst wenn Sie keinen Hunger haben, geben Sie dem Körper etwas, womit er arbeiten kann. Er war die ganze Nacht für Sie da. Jetzt ist es Zeit, ihm etwas zurückzugeben. Fazit: Was Sie in den ersten Stunden in den Mund nehmen, ist mehr als ein Frühstück. Es ist ein Signal an den Körper, wie er durch den Tag gehen soll. Hunger, Durst, Gereiztheit, Erschöpfung, schwankender Blutdruck, das alles beginnt oft mit einem schlechten Start in den Tag. Ändern Sie das und der Tag wird leichter und Sie selbst spürbar stärker. Fehler 3: Passivität und Bewegungsmangel am Morgen. Sie sind wach und bleiben einfach liegen, scrollen durch Nachrichten, schreiben ein paar Nachrichten, starren an die Decke. Es wirkt harmlos. Doch die erste Stunde des Tages ohne Bewegung ist eine stille Falle, gerade nach dem 65. Lebensjahr. Der Kreislauf läuft langsamer, die Gelenke werden steifer und auch die Seele wird empfindlicher für Trägheit. Ein Körper, der sich nicht bewegt, verliert rasch an Spannkraft. Das Blut staut sich, Beine schwellen an, der Kopf wird schwer. Und mit dem Körper sinkt oft auch die Stimmung. Ein Beispiel: Inge, 73, lebte allein. Nach dem Aufwachen blieb sie oft noch eine Stunde im Bett. Mal mit dem Handy, mal einfach in Gedanken. Nach und nach bekam sie Kopfschmerzen, geschwollene Beine und wurde immer müder. Ihr Hausarzt sagte einmal zu ihr: Inge, du wirst nicht alt, du bleibst stehen. Sie begann den Tag mit 5 Minuten sanfter Bewegung am Bett. Nach 2 Wochen sagte sie: Ich habe das Gefühl, ich atme wieder. Was hilft? Schon im Bett strecken, dehnen, Hände und Füße bewegen. Kreisen Sie die Handgelenke, rollen Sie die Schultern. Stehen Sie auf und gehen Sie ein paar Schritte durch die Wohnung. Wenn es Ihr Körper erlaubt, Hände hoch, ein paar sanfte Kniebeugen. 3 zu 5 Minuten reichen, um dem Körper zu sagen: Der Tag hat begonnen. Sie müssen nicht trainieren. Sie müssen sich nur bewegen, denn wenn der Körper sich zu lange nicht rührt, vergisst er, dass er lebendig ist. Fazit: Ein Morgen ohne Bewegung ist kein Ausruhen. Es ist ein langsames Verlöschen. Der Körper braucht nicht Mitleid, sondern ein liebevolles Wecken. Und je früher Sie damit anfangen, desto mehr Tage beginnen mit Kraft, nicht mit Müdigkeit. Fehler sind 4: Schweigen, Stille und fehlende geistige Anregung am Morgen. Viele ältere Menschen beginnen den Tag in vollkommener Stille. Keine Musik, keine Zeitung, kein Gespräch. Manche schauen nicht einmal aus dem Fenster. Auf den ersten Blick klingt das gut. Stille ist doch Erholung. Aber wenn der Morgen in völliger geistiger Ruhe vergeht, beginnt das Gehirn leise abzuschalten. Auch nach dem 65. Lebensjahr braucht unser Geist Anregung, mindestens genauso sehr wie unser Körper. Nicht nur die Muskeln müssen geweckt werden, sondern auch die Gedanken. Bleibt der Verstand zu lange ohne Impuls, dann versteht er das als Botschaft: Heute passiert nichts, ich kann mich noch weiter zurückziehen. Ein Beispiel: Günther, 76, liebte die Ruhe. Er wachte auf, trank Wasser und saß einfach da. Keine Musik, keine Zeitung, kein Gespräch. Nach ein paar Monaten klagte er über Vergesslichkeit, Unkonzentriertheit und innere Unruhe.
Eines Tages brachte ihm seine Enkelin einen Zeitungsartikel und las ihm laut daraus vor. Das wurde zu einem kleinen Ritual. Und schon nach wenigen Wochen spürte Günther: Meine Gedanken sind wieder lebendig. Was hilft am Morgen? Leise Musik oder Naturklänge einschalten. Ein paar Absätze laut vorlesen, auch wenn Sie allein sind. Familienfotos ansehen, das Fenster öffnen, dem Leben draußen lauschen. Am besten mit jemandem sprechen, selbst wenn es nur 2, 3 Sätze sind. Das Gehirn liebt Sprache, Bilder, Klänge, Rhythmus. Geben Sie ihm etwas davon. Fazit: Stille ist wohltuend, aber nicht in ihrer absoluten Form. Jeder Morgen ist eine Chance, der Welt zu sagen: Ich bin da, ich lebe, ich denke. Und selbst wenn Sie allein sind, Ihr Verstand verdient es, gehört zu werden. Wecken Sie den Morgen und Sie wecken sich selbst. Fehler 5: Morgendlicher Stress. Nachrichten, Sorgen, Handy. Kaum sind die Augen offen, wandert die Hand schon zum Handy. Nachrichten, Schlagzeilen, Bilderflut. Katastrophen, Konflikte, Krisen, direkt nach dem Aufwachen. Man nennt es informiert sein. Doch der Körper nennt es anders: Alarmzustand. Der Puls steigt, der Blutdruck zieht an, der Kopf wird voll und das Herz eng. Noch bevor Sie etwas gegessen oder ein Wort gesprochen haben, reagiert Ihr ganzer Organismus auf Stress. Ein Beispiel: Hans, 70, wollte nichts verpassen. Er begann jeden Morgen mit dem Smartphone. Nachrichten, Wetter, neue Bilder. Doch mit der Zeit wurde er unruhig, verspannte sich, bekam Magendruck. Sein Arzt sagte zu ihm: Sie sind nicht krank, Hans, Sie sind einfach nur ständig überladen. Heute startet er den Tag mit einem kurzen Spaziergang und sagt selbst: Ich lese die Welt später. Erstmal höre ich auf mich. Was hilft? Lassen Sie das Handy morgens erst einmal liegen. Öffnen Sie stattdessen das Fenster. Atmen Sie tief durch. Hören Sie ruhige Musik oder einfach dem Tag zu. Trinken Sie in Ruhe ein Glas Wasser. Und wenn Sie Nachrichten lesen möchten, tun Sie es bewusst und später. Fazit: Die Welt ist laut genug. Der Morgen sollte Ihnen gehören, nicht den Schlagzeilen. Beginnen Sie den Tag mit sich selbst, nicht mit der nächsten Katastrophe. Innere Ruhe ist kein Rückzug. Sie ist Ihre stärkste Verteidigung. Fehler 6: Körpersignale ignorieren und Medikamente automatisch einnehmen. Rückenschmerzen? Das ist doch nur das Alter. Schwindel? Ich habe schlecht geschlafen. Kein Appetit? Wird schon nichts sein. Zu oft bewerten ältere Menschen die Zeichen ihres Körpers als harmlos ab. Sie gewöhnen sich daran, wie an ein altes Kleidungsstück. Doch hinter jeder Kleinigkeit kann eine wichtige Botschaft stecken. Steife Gelenke? Möglicherweise ein Entzündungszeichen. Starke Müdigkeit? Ein Hinweis auf Schlafstörungen oder Schilddrüse. Kopfschmerzen am Morgen? Vielleicht Dehydrierung oder Blutdruckprobleme. Und was tun viele? Sie nehmen Medikamente, ohne darüber nachzudenken, weil der Arzt es mal gesagt hat, vor einem Jahr oder vor 5. Ein Beispiel: Greta, 72, nahm jeden Morgen die gleiche Tablettenkombination, seit Jahren. Sie wusste gar nicht mehr, wofür alle gedacht waren. 2 davon waren längst nicht mehr nötig. Eine verursachte Nebenwirkungen, weil sie auf nüchternen Magen eingenommen wurde. Nach einem Gespräch mit ihrer Ärztin wurde der Plan angepasst und ihre Verdauungsprobleme sowie die Schlaflosigkeit verschwanden. Einfach weil sie gefragt hat. Was Sie tun können: Hören Sie in Ihren Körper hinein. Was tut weh? Was kehrt immer wieder? Führen Sie ein kleines Morgenprotokoll, nur 2 Minuten täglich. Lassen Sie Ihre Medikamente alle 6 Monate überprüfen. Arzt oder Apotheker helfen gern. Nehmen Sie Tabletten niemals automatisch, schon gar nicht nüchtern. Wenn nötig, erst ein kleiner Happen, dann die Medizin. Fazit: Ihr Körper spricht jeden Morgen. Wer nicht hinhört, verzichtet auf die Kraft der Vorbeugung. Doch gerade sie kann im Alter lebensentscheidend sein. Medikamente sind keine Routine. Sie sind ein Moment der Aufmerksamkeit.
Und Aufmerksamkeit ist oft der erste Schritt zur Heilung. Fehler 7. Vernachlässigung des Selbst, äußere Pflege und emotionale Anreize. Warum soll ich mich kämmen? Ich gehe doch nirgendwo hin. Für wen soll ich mich schön anziehen? Ich lebe allein. Wen kümmert es überhaupt, wie ich aussehe? Solche Sätze hört man oft. Und hinter ihnen verbirgt sich eine der stillsten, aber gefährlichsten Morgengewohnheiten. Die Gewohnheit, sich selbst zu vergessen. Wenn wir uns nicht waschen, uns nicht umziehen, das Gesicht nicht pflegen, dann senden wir unserem Körper eine leise Botschaft. Du bist heute nicht wichtig. Dieser Tag hat keinen Wert. Ein Beispiel. Dieter, 75, lebte allein. Er hatte keine Termine, keine Verabredungen. Er rasierte sich nicht mehr, kämmte sich nicht, zog morgens nur noch den Bademantel an. Eines Tages sagte seine Tochter zu ihm: »Papa, du siehst aus, als wäre dir alles egal.« Das traf ihn. Er fing klein an, rasierte sich wieder, trug Aftershave auf, zog ein frisches Hemd an. Nach einem Monat sagte er: »Ich habe mich selbst wieder kennengelernt.« Was hilft am Morgen? Das Gesicht mit kaltem Wasser waschen. Das weckt Gehirn und Kreislauf. Die Zähne putzen, auch wenn Sie zu Hause bleiben. Tageskleidung anziehen, nicht im Schlafanzug bleiben. Sich kämmen, ein wenig Creme auftragen, sich mit Respekt begegnen. Und eine einfache Frage stellen: Was könnte mich heute freuen? Fazit: Morgendliche Pflege ist nicht nur äußerlich. Sie ist ein Zeichen innerer Bedeutung. Wer sich um sich selbst kümmert, sagt sich leise: Ich bin noch da und ich bin es wert. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist eine Grundlage für Würde, für Selbstachtung, für Lebensfreude. Denn Würde beginnt nicht mit Applaus, sondern mit dem morgendlichen Blick in den Spiegel, in dem Sie sich selbst wiedererkennen. Fehler 8. Verlust von Sinn, Hoffnung und Dankbarkeit am Morgen. Manchmal beginnt der Morgen mit Leere, nicht aus Müdigkeit, nicht aus Schmerz, sondern aus dem Gefühl, da kommt nichts mehr. Der Tag hat keinen Sinn, alles Wichtige war schon. Und jetzt? Jetzt bleibt nur das Dasein. Das ist der gefährlichste Morgenfehler, nicht äußerlich, sondern innerlich. Wenn ein Mensch aufhört, vom Tag noch irgendetwas Gutes zu erwarten. Ein Beispiel: Renate, 78, lebte allein. Ihr Mann war verstorben, die Kinder wohnten weit weg und die Gesundheit wurde schwächer. Jeden Morgen stand sie auf mit dem Gedanken: Wieder ein Tag. Und wozu? Bis sie eines Tages in einem Buch las: Dankbarkeit ist eine Art, sich daran zu erinnern, dass man lebt. Sie begann, jeden Morgen eine Kleinigkeit aufzuschreiben, für die sie dankbar war. Der erste Sonnenstrahl, der Duft des Kaffees, ein offenes Fenster. Nach einem halben Jahr führte sie ein kleines Dankbarkeitstagebuch und jeder neue Tag begann mit den Worten: Danke für eine weitere Chance. Was hilft? Ein kleines Dankbarkeitsheft beginnen, jeden Morgen 1, 2 Dinge notieren. Kleine Ziele setzen, einen Brief schreiben, etwas backen, jemanden anrufen. Sich selbst sagen: Ich muss nicht mehr der Alte sein, aber ich kann lebendig bleiben. In jedem Morgen einen warmen Moment suchen und ihn bewusst wahrnehmen. Fazit: Das Leben endet nicht mit einer Zahl im Ausweis. Es verstummt, wenn das Interesse verschwindet. Aber Interesse lässt sich wecken, durch kleine Gesten, durch Dankbarkeit, durch stille Augenblicke mit Bedeutung. Jeder neue Morgen ist nicht das Ende des Lebens. Er ist seine Fortsetzung. Ein letzter Gedanke für Ihren neuen Morgen. Jeder Morgen ist eine neue Chance. Nicht um jünger zu sein, nicht um die Vergangenheit zurückzuholen, sondern um anders zu leben. Sanfter, wärmer, bewusster. Manchmal glauben wir, Veränderung sei nicht mehr möglich, dass es zu spät ist, dass sich nichts mehr lohnt. Aber das stimmt nicht, denn Sie sind heute aufgewacht und das allein bedeutet, Sie haben alles, was Sie brauchen, um neu zu beginnen.
mit Freundlichkeit sich selbst gegenüber, mit Achtsamkeit, mit Würde. Und wenn Sie beim Zuhören gespürt haben, dass dieses Video Ihnen etwas gegeben hat, dann sind Sie bereit weiterzugehen. Nicht zurück, sondern nach vorn, dorthin, wo das Leben noch warm, lebendig und echt ist. Unterstützen Sie diesen Weg. Klicken Sie auf Gefällt mir, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, damit Sie keine neuen Videos verpassen, die Ihnen gut tun und Sie begleiten. Denn manchmal reicht es, den Morgen ein kleines bisschen anders zu beginnen. Und schon beginnt das Leben sich zu verändern. Und morgen früh, wenn Sie die Augen öffnen, erinnern Sie sich an eine einzige Wahrheit. Sie sind noch da. Und das heißt, es ist noch alles möglich.